Hey Leute, ich bin's wieder, euer Erik. Willkommen zu meinem ultimativen Langstreckentest. Was heißt Langstreckentest? Ich fahre jetzt 550 Kilometer mit meinem noch Passat, den ich habe. VW Passat, Baujahr 2023. Ja, Baujahr 2023, 150 PS, 2 Liter TDI. Ich mache den Test darum, da ich nächste Woche ein neues Auto bekomme, und zwar ein ID.7, den Tourer Pro S. Das heißt, der mit der Long Range Variante. Das heißt, er hat 86 kW und mit einer Ladung ist er angegeben, angeblich mit 682 unter Idealbedingungen, die, wie ihr wisst, die wir nie erreichen können. Warum mache ich den Test? Ja, es gibt sehr viele von euch, die sagen, ja, Elektroauto ist scheiße, VW ist scheiße, Tesla ist scheiße, alles ist scheiße. Und gerade im Service, was uns angeht, wir fahren sehr viel Auto, ich fahre viel in die Niederlande, ich fahre viel nach Stuttgart von Dresden aus, was 550 Kilometer sind, Niederlande sind 700 Kilometer. Ja, und zwar mache ich diesen Test, weil ich denke, es gibt viele Tests im Internet, die darauf ausgelegt sind, dass ja, Elektro ist so gut und wir müssen das beweisen, wir müssen das zeigen. Ich mache den Test unabhängig von irgendwas. Und ich lasse mich mal überraschen, wie das so funktioniert. Also mit meinem Passat, natürlich kommt ein Elektroauto, wird nie an einen Passat rankommen oder an einen Verbrenner rankommen. Mit meinem Passat komme ich, jetzt zeigt es mir eine Reichweite von 1080 Kilometern an, aber ich habe gerade noch einen Verbrauch von 9 Litern. Das heißt, ich bin die ganze Woche viel in der Stadt gefahren. Also war eigentlich gar keine lange Strecke oder kurzes. Das geht dann noch runter. Ich denke, dass ich auf eine Reichweite von 1180, 1200 Kilometer komme. Ja, ich fahre über Nürnberg gerade. Also meine Strecke geht über Nürnberg. Jetzt bin ich gerade noch in Stuttgart. Es ist 11:23 Uhr. Mal sehen, wie lange ich brauche. Ich denke, ich brauche für 550 Kilometer brauche ich hier mit dem Verbrenner 5 Stunden, 5,5 Stunden. Ich halte meistens, das Gute ist, ich halte meistens einen Himmelkron an. Himmelkron ist genau die Hälfte. Da halte ich kurz an, hole mir was zu trinken, gehe vielleicht mal auf die Toilette und esse was Kleines. Ja, und genau an dieser Stelle sind auch Schnellladestationen. Und die Schnellladestation werde ich dann auch mit meinem ID.7 nutzen. Das heißt, wie lange werde ich brauchen, bis ich weiterfahren kann? Wie schnell kann ich überhaupt fahren? Und wie lange brauche ich, wie viel länger brauche ich eigentlich? Also das heißt, ich setze mich jetzt nicht ins Auto, fahre die ganze Zeit 180, 200, fährt ja keiner mehr. Geht auch nicht, gerade wegen dem ganzen Verkehr, dann ist überall die Beschränkung. Ich meine, der VW ist abgeriegelt bei 180. Wer fährt aber mit einem Elektroauto 180 durchgängig? Oder allgemein mit einem Verbrenner 180 durchgängig? An einem normalen Tag, wenn es nicht gerade abends ist. Ja, die Temperaturen liegen jetzt auch bei 17,5 Grad. Mal sehen, wie das dann nächste Woche ist. Ja. Also, wie gesagt, jetzt ist es 11:25 Uhr. Ich fahre jetzt erstmal los, fahre über Nürnberg, gebe euch ein Feedback, wie viele Kilometer ich übrig habe, wenn ich in Himmelkron bin und wie lange ich brauche nach Himmelkron, jetzt mit dem Passat und später auch mit dem ID.7. Mal sehen, ob ich es bereuen werde, dass ich ein Elektroauto gewählt habe oder ob ich sage, hey, ist gar nicht so schlecht. Ja, ich würde sagen, es wird ein interessanter Vergleich.
Ich bin's wieder. Ich bin wieder zurück. Und zwar zurück in Himmelkron. Ja, ich habe jetzt genau die Hälfte geschafft. Ich bin gefahren 2 Stunden 38. Bin bei 1200 Kilometer losgefahren. Habe jetzt noch 1020 Kilometer Restreichweite. Und bin gefahren circa die Hälfte, 280 Kilometer. Ja, was soll ich sagen? Ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 110. Also ich bin jetzt nicht so schnell gefahren. Ich bin aber auch nicht so langsam gefahren. Habe einen Verbrauch von 5,3 Liter auf 100 Kilometern. Ich zeige euch das hier nochmal, damit ihr mir das glaubt. Also ich habe nicht getankt zwischendurch. Ich habe noch 1020 Kilometer übrig. Ja, jetzt bin ich hier angekommen. Ich hole mir jetzt was Kleines zu essen, weil im Normalfall mache ich das auch. Also wenn ich jetzt kein Elektroauto habe, halte ich auch hier an, hole mir ab und zu einen Kaffee und esse was Kleines. Genau. Und das mache ich aber eigentlich schon ein paar Jahre, also wenn ich hier hin und her fahre. Ich zeige euch mal kurz die Ladesäulen. Genau, da sind die Ladesäulen von Ionity. Ich habe das selber noch nicht geladen. Ich habe immer nur mit dem Tesla an den Superchargern geladen. Ja, ich werde sehen, wie das funktioniert, wie das passt. Ich bin aber sehr zuversichtlich. Okay, wir haben jetzt 13,59 Uhr. Ich gehe jetzt rein, esse was Kleines. Und dann werde ich mal sehen, wie lange ich brauche oder wie schnell ich mache. Ja, ich bin zurück im Auto. Ja, es ist genau 14:15 Uhr. Das heißt, ich war genau 16 Minuten, 15 Minuten war ich weg. Okay, was ich sagen muss, also ich denke mal, ich muss bestimmt 20 Minuten Minimum laden. Das Auto 20, 25 Minuten, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß auch nicht, wie viel noch drin ist, wenn ich dann hier ankomme. Wie gesagt, das ist genau die Hälfte. Jetzt habe ich noch eine Fahrstrecke von 289 Kilometer. Ja, also ich bin ein kleines bisschen weniger als die Hälfte gefahren. Aber ich denke, das mit der Hälfte ist ungefähr zu verkraften. Ja. Gut, ich fahre jetzt zurück. Bin jetzt, wie gesagt, noch bei 1030 Kilometer, die ich jetzt noch habe. Das sind immer noch wunderschöne 18,5 Grad. Ich habe von meiner Frau gehört, dass es bei uns in Sachsen schon wieder regnen soll, beziehungsweise nur 9 Grad sein soll. Ja, das Wochenende wird es auch nicht gerade so schön, aber ich denke, wir machen das Beste draus. Später, wenn ich angekommen bin, werde ich euch noch mal kurz meinen Passat zeigen. Ja, wie gesagt, das ist ein 2 Liter TDI mit 150 PS. Mit der Reichweite bin ich ganz zufrieden. Meine längste Strecke bin ich von mir zu Hause. Wir hatten eine Maschine in Belgien aufzubauen. Wir sind nach Belgien gefahren. Dann bin ich noch durch die Niederlande und da ja da alles 100 ist, beziehungsweise 120, war ich dann genau bei 1460 Kilometer, was ich mit dem Auto gefahren bin. Ich meine, das ist nicht schnell, ich bin nicht schnell gefahren damit, aber 1460 Kilometer, das ist schon eine Strecke. Keine Ahnung, wenn ich 1460 Kilometer mit einem Elektroauto fahre, wie lange ich laden muss, wie lange ich fahren muss. Ich denke, das dauert schon etwas länger. Ich meine, bei 18,5 Grad scheint das vielleicht zu verkraften sein. Mag das vielleicht noch gehen, aber wenn man weitere Strecken hat, beziehungsweise weitere Strecken, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sage. Ich meine, im Winter bei minus 10 Grad, minus 20 Grad, ich denke, dann sieht das schon anders aus. Aber, wie gesagt, das werde ich alles testen. Wir werden das in den Test rausfinden, wie das denn nur wirklich ist und ob sich das lohnt, als Servicetechniker ein Elektroauto zu fahren oder. Wir werden es sehen. Erstmal fahre ich jetzt heim.
Also ich muss sagen, es ist jetzt natürlich etwas doof geworden für meine Aufnahme, weil normalerweise wollte ich ja rückzugs mit dem ID.7 dann die gleiche Strecke fahren wie jetzt, aber irgendwie gibt es einen Stau auf der A4, ist ja nichts Neues. Stau, Baustelle oder Unfall oder keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich jetzt in Treuen ab und fahre erstmal auf der Bundesstraße, wie jedes Auto hier abfährt. Ja, dumm gelaufen, aber ich denke, das wird sich nicht so viel ausmachen. Ich fahre jetzt erstmal hier lang, bleibt nichts anderes übrig. Vielleicht habe ich ja das Glück oder das Pech nächstes Mal auch mit dem ID.7, ich hoffe es nicht. Aber wie es halt ist, es wird schon werden. Ja. Was magt ihr eigentlich an Elektroautos nicht? Oder seid ihr komplett dagegen, gegen Elektroautos oder für Verbrenner? Oder gebt ihr der Sache gar keine Chance? Weil so wie ich es gehört habe, sind die Verkäufe ja um 41% gestiegen in der letzten Zeit, was die Elektroautos angeht. Ich habe letztens eine Sendung gesehen, da hatte ein Autohaus, es ging, ich glaube, aber um Tesla, er hat in der Woche 5 oder 4 Autos verkauft. Dann sind die Spritpreise so angestiegen. Das heißt, wie es jetzt ist, bei 2 Euro, sagen wir jetzt 2,10 Euro der Diesel, 2,20 Euro. Ja, und er hat die Verkäufe gesteigert um 50% bis 60%. Das heißt, er verkauft jetzt 10 Autos statt 5 oder 4 in der Woche. Verkauft er jetzt 10 oder 11 Autos. Ja, das Ding ist, Elektro hat gerade erst angefangen. Ich habe keine Ahnung, was mit den Batterien ist nach 150.000, 200.000 Kilometer. Was passiert mit den Batterien? Wo gehen die hin? Ich glaube, es gibt noch gar keine Langzeiterfahrung, was damit überhaupt passiert. Ja, aber wobei ich der ganzen Sache mal eine Chance gebe. Was kann passieren? Brauche ich halt eine Stunde länger, eine halbe Stunde länger, fahre ich halt eher los. Ja. Wobei, was ich wieder denke, wenn jeder ein Elektroauto hat, wenn die ganzen Verbrenner, wir denken uns jetzt mal die ganzen Verbrenner weg, die auf der Straße rumfahren, wir denken uns die alle mal weg und es gibt nur noch Elektroautos. Ich denke, dann gibt es an der Ladesäule ein Problem. Ja, alternative Energiequellen. Wo kommt der Strom her? Aus der Steckdose oder aus dem Feld? Gute Frage. Wenn jeder das Auto lädt gleichzeitig, was passiert dann mit dem Strom? Gibt es dann ein neues Blackout? Gibt es dann irgendwas? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles so funktioniert. Ich wollte eigentlich ein gutes Video machen, ohne Stauen, mit normaler Fahrt, aber ja, wie es halt mal so ist, stehe ich mal kurz wieder im Stau, aber jetzt läuft es wieder etwas besser. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich mittlerweile einen Pullover angezogen und das liegt einfach nur daran, dass es gerade in Stuttgart richtig schönes Wetter ist mit 21, 22 Grad. Ich habe jetzt 10 Kilometer bis zur Ausfahrt und es hat einfach nur noch 10 Grad. Das geht schon 2, 3 Wochen so, dass es ich muss sagen, im Westen, dass es da wärmer ist und im Osten ist es kalt. Schade eigentlich, weil ich habe noch eine Can-Am. Macht echt Spaß zum Fahren, wenn schönes Wetter ist, aber irgendwie das Wetter will nicht so, wie ich es will oder wie es manche wollen. Ja, 10 Grad, 21 Grad. Klingt nach so einem richtigen Ich wäre krank Wetter. Ja, kurzer Zwischenstand. Also ich habe jetzt noch 8,9 Kilometer bis zur Ausfahrt. Dann habe ich noch, also 30 Kilometer habe ich noch ungefähr bis heim. Ich habe jetzt 850 Kilometer Reichweite übrig. Bin beim Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h. Also ich habe mich ein bisschen verbessert als vorher. Ja, und mittlerweile ist es auch schon 16:46 Uhr.
ja. Aber ich denke, viel schlechter ist das jetzt mit einem Elektroauto auch nicht. Wir werden uns das mal angucken, aber ich denke, ich werde das eine mal laden, wo ich vorhin schön gegessen habe. Und dann hoffe ich zumindest, dass das auch dabei bleibt mit dem einmal laden. Ja. So, ich bin angekommen. Ich habe eine Fahrstrecke von 568 Kilometern gehabt. Ja, 568 Kilometer, das bin ich gefahren in 5 Stunden 28. Aber in den 5 Stunden 28 ist ja meine Pause nicht mehr drin. Also reine Fahrzeit war 5 Stunden 28. Mit einem Verbrauch von 5,2 Liter. Ich habe noch 820 Kilometer übrig. Ja, ich glaube, das ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Aber die 5,5 Stunden, ich denke, wird nicht viel mehr Unterschied machen. Ja, von 21,5 Grad, was ich beim Start hatte, sind es jetzt noch, ich weiß nicht, ob man sehen kann, 9,5 Grad. Das ist schon kalt geworden, ist schon wieder Winter geworden. Super, jetzt haben wir den Vergleich abgeschlossen. Nee, wir haben keinen Vergleich abgeschlossen. Ich habe jetzt den Passat getestet und vom Fahren her, von der Reichweite her und allgemein ist echt ein super Auto. Also Passat kann ich nur empfehlen, von der Reichweite und allem Möglichen. Und wir werden es mal sehen, wie es dann mit dem ID.7 weitergeht. Bis dahin folgt mir, macht einen Haken, klickt gefällt mir und vergesst nicht Teil 2 zu schauen, wenn ich dann den ID.7 habe. Bis dann, bleibt gesund, wir hören uns.